Heute möchte ich eine neue Serie starten, in der ich in kurzen Videos die Tools vorstelle, die man fürs Lederpunzieren benötigt. Beginnen möchte ich mit dem Beveler, das Tool, welches man neben dem Swivel Knife am häufigsten verwendet. Das erste Unterscheidungsmerkmal wäre die Breite des Tools. Je länger die Linie, die ich bearbeite, desto breiter sollte das Tool sein, welches ich benutze. Einmal ist man viel schneller und als zweites vereinfacht es einem, eine sauber gebevelte Linie zu produzieren. Hier ein Gürtel mit einem floralen Muster, bei dem ich sonst Ewigkeiten brauchen würde. Bei stark gebogenen Linien, wie bei diesen Blumenblättern, brauche ich dementsprechend ein schmaleres Tool, sonst würden die Linien wahrscheinlich sehr abgehackt aussehen. Ich würde empfehlen, sich zu Beginn zumindest 2 verschiedene Breiten zuzulegen, wenn es geht, je nachdem, mit welchen Motiven man hauptsächlich arbeitet. Die zweite Unterscheidung liegt in der Oberfläche des Tools. Hier einmal in glatt, einmal mit schräger Schraffur und einmal auch in schräger Schraffur, aber wesentlich rauer gearbeitet. Welche Art man wählt, ist Geschmackssache. Hier einmal alle 3 Arten im Überblick. Der dritte Unterschied liegt in der Winkelung, wie das Tool gearbeitet worden ist. Man sieht, dass das linke und mittlere Tool einen steileren Winkel haben als das rechte. Je nach Art des Winkels ergibt die Arbeit ein anderes Bild. Das rechte, flacher gearbeitete Tool ergibt eine wesentlich breitere Linie und wer viele eng aneinander liegende Linien bearbeiten muss, sollte sich ein Tool mit einem steileren Winkel besorgen, auch Sheridan-Style Beveler genannt. Es gibt natürlich auch große Qualitätsunterschiede bei diesen Werkzeugen, einmal in der Art des verwendeten Metalls, aber auch in der Fertigung. Zudem haben je nach Hersteller die Werkzeuge einen anderen Durchmesser am Griff. Da man, wie zu Anfang erwähnt, den Beveler neben dem Swivel Knife am häufigsten benutzt, sollte man vielleicht auch darauf achten, dass einem das Werkzeug gut in der Hand liegt. Zum Schluss möchte ich noch den Crowner erwähnen, hier in 2 verschiedenen Breiten. Er erleichtert einem das Beveln von stark gebogenen Linien. Wenn man sich das Tool aber nicht in x verschiedenen Breiten holen möchte, ist man sehr limitiert beim Einsatz. Im Endeffekt muss man trotzdem lernen, wie man mit einem schmalen Werkzeug diese Linien punziert. Der Vollständigkeit halber will ich dieses Tool aber trotzdem erwähnen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über den Beveler verschaffen. Bezugsquellen und Hersteller schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.